Am Wochenende bin ich mit meiner Freundin ganz spontan in die Niederlande gefahren. Dort hatten wir die Möglichkeit, etwas auszuprobieren, worauf ich persönlich schon sehr lange gespannt war. Tesla FSD Supervised für Europa. Da FSD für meinen Tesla als deutscher Nutzer aktuell noch nicht verfügbar ist, sind wir in ein Tesla Service Center gefahren und haben dort eine Testfahrt gemacht. Falls ihr nicht genau wisst, was Tesla FSD ist, erkläre ich es euch mal ganz kurz. FSD steht für Full Self Driving Supervised. Das bedeutet, das Auto kann viele Fahraufgaben selbst übernehmen. Man gibt eine Route ein und das Fahrzeug fährt dann selbstständig los, biegt ab, fährt durch Kreisverkehre, wechselt je nach Situation die Spur und fährt sowohl in Städten, Dörfern, auf Landstraßen als auch auf Autobahnen. Aber ganz wichtig, das Wort Supervised ist hier entscheidend. Das Auto fährt nicht autonom im Sinne von ich lehne mich zurück und mache nichts mehr, sondern du bist weiterhin der Fahrer. Du musst aufmerksam bleiben, die Straße beobachten und jederzeit eingreifen können. Die Verantwortung liegt also weiterhin bei dir. Das System arbeitet kamerabasiert und erkennt dabei Autos, Menschen, Fahrradfahrer, Markierungen, Ampeln, Schilder und vieles mehr. In den USA gibt es FSD schon seit einigen Jahren. Dort läuft vieles anders. Systeme kommen früher auf die Straße und werden dann im Betrieb weiterentwickelt und reguliert. In Europa ist es deutlich strenger. Hier muss vorher geprüft und zugelassen werden. Für die Niederlande hat die RDW, also die niederländische Zulassungsbehörde, FSD Supervised nun genehmigt. Aktuell gilt es aber erst einmal nur dort. Natürlich hoffen viele, dass es bald auch nach Deutschland und in weiteren EU-Ländern kommt. Ich kenne den Tesla Autopiloten mittlerweile seit über 5 Jahren. Und ganz ehrlich, der normale Autopilot ist okay, wenn es einfach geradeaus geht. Aber mehr auch nicht. Viele Tesla-Fahrer sagen, dass der Autopilot teilweise echt schrecklich ist. Und ja, ich verstehe absolut, warum sie das sagen. Ich sehe das genauso. Deshalb war ich umso gespannter, wie sich FSD Supervised im Vergleich dazu anfühlt. Bevor es losging, mussten wir erst noch ein kleines Tutorial anschauen. Das ging ungefähr 7 Minuten. Danach gab es noch ein kurzes Quiz, damit klar ist, dass man verstanden hat, dass man aufmerksam bleiben und jederzeit eingreifen muss. Und dann konnten wir endlich losfahren. Wir sind nun zum ersten Mal mit FSD Supervised gefahren. Und ich muss wirklich sagen, das ist ein Gamechanger. Wir sind hauptsächlich in der Stadt gefahren. Und ja, es ist am Anfang mega ungewohnt, wenn das Auto plötzlich wirklich selbstständig fährt, abbiegt, Kreisverkehre nimmt und auf andere Verkehrsteilnehmer reagiert. Aber trotz dieses ungewohnten Gefühls haben wir uns überraschend sicher gefühlt. Das System fährt allerdings sehr vorsichtig. Man könnte fast sagen, es fährt ein bisschen wie ein Fahranfänger. Nicht hektisch, nicht aggressiv, eher zurückhaltend und vorsichtig. Aber ehrlich gesagt ist mir das lieber als ein System, das zu selbstbewusst irgendwelche riskanten Entscheidungen trifft. In dem Ort, in dem wir unterwegs waren, gab es einige Kreisverkehre. Und genau da konnte man richtig gut sehen, was das System kann. FSD ist selbstständig in die Kreisverkehre eingefahren und auch wieder sauber herausgefahren. Selbst wenn Autos am Kreisverkehr standen oder kurz vor uns ein anderes Fahrzeug eingefahren ist, hat das System nicht panisch reagiert. Es blieb ruhig und ist ganz normal weitergefahren. Das war wirklich beeindruckend. Dann hatten wir eine Situation auf einem größeren Parkplatz mit relativ viel Verkehr. Das Auto sollte selbstständig ausparken und uns zum nächsten Ziel bringen. Hier hat man sehr deutlich gemerkt, wie vorsichtig das System ist. Hinter uns fuhren ständig Autos vorbei und FSD hat erst einmal gewartet. Es hat wirklich eine Weile gedauert, bis endlich ein Auto angehalten hat und unser Tesla dann ausparken konnte. Aber hey, er hat es gemacht. Und beim Verlassen des Parkplatzes hat das Auto sogar eine Person am Zebrastreifen überqueren lassen. Das fand ich besonders spannend, weil ich die Person in dem Moment selbst gar nicht direkt registriert hatte, dass diese über den Zebrastreifen wollte. Genau solche Momente zeigen einem, was das System alles wahrnimmt. Autos, Menschen, Fahrradfahrer, Fahrbahnmarkierungen, Schilder, Zebrastreifen,
Das ist schon ziemlich cool. Als wir zu einem nächsten Ziel gefahren sind, hat das Auto tatsächlich selbstständig in der Nähe des Ziels einen Parkplatz gesucht. Es hat kurz korrigiert, aber am Ende hat es wirklich selbst einen Parkplatz gesucht und eingeparkt. Das war schon ein ziemlich krasser Moment, weil man merkt, es ist nicht nur mehr so wie Spur halten oder Abstand halten, das Auto versteht wirklich, wo es hin soll und was es dort tun muss. Aber es lief natürlich nicht alles perfekt. Wir hatten auch eine interessante Situation, als wir wieder losfahren wollten. Das Auto wollte ausparken, hat es aber nicht sauber hinbekommen und ist dann einfach wieder zurück in die Parkposition gefahren. Beim zweiten Versuch ist genau das gleiche passiert. Ich vermute, es lag an der leichten Absenkung durch eine Wasserrinne am Parkplatz. Vielleicht hat das System das als Hindernis oder schwierige Kante interpretiert. In dem Fall habe ich dann selbst ausgeparkt und danach FSD wieder übernehmen lassen. Und genau das ist wichtig. Es ist beeindruckend, aber es ist nicht perfekt. Man muss weiterhin dabei sein und im Zweifel selbst übernehmen. Während der Fahrt haben wir dann noch ein Zwischenziel eingegeben. Das wurde direkt übernommen und das Auto ist ohne Probleme zum Zwischenziel weitergefahren. Das wirkte alles sehr flüssig und natürlich. Wir sind dann noch zu einem weiteren Parkplatz gefahren und haben dort die bekannte Funktion automatisch einparken ausprobiert. Mein Eindruck war, dass das mit der FSD-Version etwas besser funktioniert hat als mit der bisherigen Version ohne FSD. Danach haben wir dem Auto wieder ein neues Ziel gegeben und es ist selbstständig vom Parkplatz heruntergefahren. Was dabei etwas lustig war, in jeder Kurve auf dem Parkplatz hat das Auto geblinkt. Das würde jetzt ein menschlicher Fahrer wahrscheinlich nicht immer machen, aber das System ist eben sehr stark auf Sicherheit ausgelegt. Lieber einmal zu viel blinken, als einmal zu wenig. Was ich auch richtig cool fand, es gab dort mehrere Speedbumps. Das Auto hat diese erkannt, rechtzeitig abgebremst und ist ganz entspannt darüber gefahren. Das klingt vielleicht nach einer Kleinigkeit, aber genau solche Details machen den Unterschied. Weil man merkt, dass das Auto nicht einfach nur der Linie folgt, sondern wirklich die Umgebung interpretiert. Eine der kuriosesten Situationen hatten wir bei so einem Mini-Kreisverkehr. Ich weiß gar nicht, ob man das wirklich als Kreisverkehr bezeichnen kann. Es war eher so ein kleiner Möchtegern-Kreisverkehr. Aber FSD hat ihn tatsächlich als Kreisverkehr erkannt und ist dann so eine leichte Umfahrung gefahren. Hinter uns war ein anderes Auto und ich bin mir ziemlich sicher, der Fahrer hat sich gedacht, was machen die denn da? Das war schon ein sehr lustiger Moment. Und ja, wenn man nicht aufmerksam genug ist, meckert das System auch. Es merkt, wenn man nicht richtig auf die Straße schaut oder nicht bereit ist, einzugreifen. Das finde ich aber grundsätzlich richtig, denn am Ende bleibt man als Fahrer verantwortlich. Mein Fazit nach dieser Testfahrt. FSD Supervised ist definitiv ein Gamechanger. Man sieht sehr deutlich, wie weit Tesla beim autonomen bzw. assistierten Fahren schon ist. Und man muss auch dazu sagen, Tesla macht das im Vergleich zu vielen anderen Herstellern alles kamerabasierend, während andere Hersteller zusätzlich mit deutlich mehr Sensorik arbeiten. Was mich am meisten überrascht hat, ich habe FSD deutlich mehr vertraut als dem normalen Tesla-Autopiloten, den man aktuell in Deutschland so kennt. Der normale Autopilot fühlt sich für mich oft sehr begrenzt an. FSD Supervised dagegen wirkt wie ein komplett anderes System. Es ist nicht perfekt, es ist vorsichtig, manchmal vielleicht sogar zu vorsichtig. Und es gibt Situationen, in denen man eingreifen muss. Aber trotzdem, das, was wir dort erlebt haben, war wirklich beeindruckend. Ich würde mich sehr freuen, wenn FSD Supervised bald auch in Deutschland verfügbar wäre. Nicht, weil man dann nichts mehr tun muss, sondern weil es Autofahrten auf Autobahnen, Landstraßen und in Städten deutlich entspannter machen könnte. Und wenn das System richtig eingesetzt wird, kann es nach meiner Meinung nach auch zur Sicherheit beitragen. Für Tesla-Fahrer, aber auch für andere Verkehrsteilnehmer. Jetzt würde mich natürlich eure Meinung interessieren. Was haltet ihr von Tesla FSD Supervised? Würdet ihr euch dadurch eher einen Tesla kaufen? Oder würdet ihr FSD nachbuchen, sobald es unter anderem in Deutschland verfügbar ist? Vielleicht hattet ihr ja auch schon die Möglichkeit, FSD selbst zu erleben. Zum Beispiel in den Niederlanden,
in den USA oder bei einer begleitenden Fahrt, wie es unter anderem auch in Deutschland gab, wo ein Tesla-Mitarbeiter am Steuer saß. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bei Fragen schreibt es ebenfalls gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.